Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Höhentraining-Session. Heute stelle ich dir wieder eine Übung vor, mit der du dein Trompetespielen in Sachen Höhe verbessern kannst. Es geht heute um das sogenannte Töne-Schleudern. Wir starten bei einem Ausgangston, zum Beispiel C2, und schleudern jetzt den Ton mit der Mitnahme aller Naturtöne auf der Strecke eine Oktave höher zum C3. Also Ba-Rap. Wichtig ist, dass es mit Schwung passiert, mit viel Luft, die uns nach vorne bringt. Und das ist auch schon der Stichpunkt, nach vorne. Wir dürfen nicht anfangen, dass wir nach oben denken, also eine Etage nach oben. Das macht meistens nur eng, der Hals geht eng, beziehungsweise die Lippen verkrampfen, drücken zu. Solche Sachen gibt es natürlich dann immer zu Genüge, sobald man dann noch einmal nach oben spielt und es eng wird. Viel wichtiger und der richtige Weg ist es, wir denken die Luft nach vorne. Durch unser Instrument durch. Am besten fixieren wir auch im Überraum, im Übesaal einen Punkt im Publikum, an der Wand, wo auch immer, auf den wir zuspielen. Das heißt, das ist unser Ziel und mit diesem Denken befördern wir unsere Luft aktiv nach außen und begleiten den Weg der Luft auch bewusst und schleudern nicht einfach irgendwo ins Blaue hinaus oder drücken nach den Hals eng, weil es jetzt hoch wird, sondern immer nach vorne denken, weit bleiben, offen bleiben. Dann ist es auch kein Problem, dass du dann übers C3 hinausgehst, Fs, Gs und so weiter erreichst. Es geht immer darum, dass wir offen bleiben und nach vorne bringen unsere Luft durchs Instrument eben auf diesen vorgestellten, anvisierten Punkt. Jetzt gehen wir zur Übung. Jetzt stelle ich dir die vor. Wir machen erstmal die Basis, das heißt, wir schleudern von C2 auf C3. Das Ganze funktioniert dann so. Und ich merke, ich mache zwar die Einstellung und die Luft wird intensiver, aber ich habe keinen Druck auf die Lippen. Der fühlt sich genauso an beim C2 wie beim C3 und umgekehrt. Das heißt, die Zunge macht eine nach vorn gerichtete Aufwärtsbewegung, das heißt, der Ton verlagert sich vom Zentrum der Mundhöhle nach vorne. Also, wenn du dir das vorstellst, du hast eine Geigenseite, ne, die schwingt komplett. Und jetzt, wenn du in die Oktave gehst, nimmst du die Hälfte. Grob gesagt, jetzt für uns als Blechbläser. Das heißt, wir nehmen nicht einen kleineren Bogen oder drücken den Bogen stärker auf die Seite. Ganz im Gegenteil, sondern wir nehmen die Hälfte der Seite und bewegen unseren Bogen immer noch über die Seite, damit die eben schwingen kann. Und wir haben eine Aufwärtsbewegung. Das heißt, die Oktave letztendlich dann erreicht. Und so gehen wir chromatisch jetzt nach unten. Und wenn sich der ein oder andere Ton mal überschlägt, das ist kein Problem. Dann hast du es auf jeden Fall richtig gemacht. Versuche aber anfänglich immer die Oktave gut im Ohr zu haben. Wenn es passiert, dass du drüber gehst, ist auch nicht schlimm. Das ist die Ausgangsübung. Das heißt, du kannst beim C2 starten, zum C3 gehen. Du kannst aber natürlich unten auch beim Fis starten. Dir ist bestimmt aufgefallen, das Fis habe ich nicht mit 2 gegriffen, sondern mit 1, 2, 3. Das ist der sogenannte Ersatzgriff. Damit aber die Naturtonkette nach oben identisch ist mit die der anderen Töne, musst du das G mit 1 und 3 anstelle von 0 und das Fis mit 1, 2, 3 anstelle von 2 greifen. Alle anderen Töne sind regulär. As, A, B, H und das C mit 0. Jetzt kannst du natürlich auch noch weiter nach oben gehen. Das heißt, du startest auf C2 und so weiter und so fort und bewegst dich eben dann halbtonschrittweise aufwärts und letztendlich dann nicht vergessen, bisschen die Lippenmuskulatur auch wieder lockern, damit dort die Durchblutung gefördert wird und sich dementsprechend natürlich deine Muskulatur auch bilden kann. Jetzt heißt es nach diesem Training erstmal ein bisschen Pause machen, die Lippen regenerieren lassen und danach kannst du letztendlich zu deinen Etüden, zu deinen Übungen, zu deinen langen Tönen, egal was. Das heißt, kurzum, du kannst jetzt weiter üben. Mit dieser Übung hoffe ich, dir einen Schritt bei dem Trompetespielen weiterhelfen zu können. Schreib doch in die Kommentare, welche Übungen fürs Höhentraining du machst, beziehungsweise ob du diese Übung schon gekannt hast. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.